Oh Leute, wer kennt's auch? Stumpfe Messer, stumpfe Scheren. Das nervt teilweise und es macht keinen Spaß. Leute, wir schauen uns heute in diesem Video eine günstige Schleifstation an, eine günstige Nassschleifstation und wollen einfach mal rausbekommen, ob man damit wieder scharfe Messer, scharfe Scheren hinbekommt und ob das wirklich einen Taug hat. So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ich glaube mal, viele von euch kennen schon bereits dieses Video und zwar vom Weldinger Nassschleifsystem NSM 250 Vario. Da habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Das werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Ist für mich immer noch ein mega Top-Gerät in der mittleren Preisklasse, muss ich sagen. Da lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall. Ich habe da schon so viel nachschärfen können. Also es macht auch richtig Spaß, mit diesem Gerät hier zu arbeiten. Aber leider ist es halt teilweise, weil es doch sehr beliebt ist, dieses Gerät hier, sehr oft ausverkauft. So, aber heute geht es nicht um diese 250er Vario, sondern es geht hier um ein noch günstigeres Gerät und ich bin mal gespannt, ob dieses Gerät hier einen Taug hat. Das ist jetzt wirklich eine Preisklasse, wo wir sagen können, Preis-Leistung, werden wir mal schauen, ob es auch Preis-Leistung bringt. Das will ich damit eigentlich sagen. Das ist nämlich das NSM 200, das ist der kleine Bruder von dem hier, kleine Schwester, wie auch immer. Auf jeden Fall ein kleineres Modell davon. Und wie gesagt, wir schauen es uns heute einfach mal im Video an, ob da auch diese Preis-Leistung stimmt und ob man damit auch richtige Ergebnisse, vernünftige Ergebnisse auch mit diesem Gerät hier, mit dieser günstigeren Klasse hinbekommen. Bevor wir loslegen, schauen wir uns natürlich die Maschine mal im Detail an, wie sie so aufgebaut ist. Also wir haben hier schon mal einen Ein- und Ausschalter. Das fällt mir hier gleich mal auf, dass wir hier die Drehrichtung auch abändern können. Wir haben einen Motor mit 90 Watt verbaut, der eine Umdrehung von 120 bis 200 Umdrehungen pro Minute liefern kann. Hier haben wir das kleine Rädchen zum Einstellen. Ihr seht hier auf der Seite den Wassertank, den wir befüllen können. Und den können wir auch dann Höhen verstellen ein bisschen. Und zwar, wenn der Stein kleiner wird, dass wir das Ganze auch hochsetzen können natürlich. Wir haben einen 200er Stein verbaut. Bei der 250er haben wir natürlich einen 250er Stein verbaut. Also das ist dann schon hier um 5 cm kleiner, dieser Stein hier. Wir haben hier die Auflagestange, wo wir dann unsere Aufsätze anbringen oder anlegen können. Wir haben auf dieser Seite hier ein Abziehleder, Abziehriemen, Abziehleder im Endeffekt. Das werden wir nachher nochmal drauf zukommen, was ihr bei der ersten Benutzung beachten müsst. Das habe ich bei der 250er auch schon erklärt. Ja, und dann würde ich sagen, war es das schon mal im Groben erklärt, was wir hier haben. Was wird noch mitgeliefert? Es wird eine Polierpaste mitgeliefert. Es wird ein Abrichtstein oder beziehungsweise ein Schleifstein zum Einstellen dieser Schleifscheibe hier mitgeliefert, mit einer groben Seite, mit einer sehr feinen Seite. Es wird ein Winkelmesser hier noch mitgeliefert und hier auch noch ein Winkelmesser zum Einstellen. Da kommen wir aber später einfach nochmal drauf zu sprechen. Und wir haben hier einen Aufsatz mit dabei, wo wir zum Beispiel jetzt hier Stechbeitel schleifen können. Es gibt sehr viele andere Aufsätze, die passen auch bei der 250er. Die kann ich euch auch gleich noch mal ein bisschen zeigen, was es da noch alles gibt. Und die kann man sich dann als Zubehör noch dazu bestellen. So, ich habe jetzt mal hier ein paar Beispiele ausgebreitet, was es für Aufsätze alles gibt. Die werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Ihr müsst selber drauf gucken, was ihr da benötigt. Aber hier mal nur zum Beispiel für kleine Messer, für breitere Messer, längere Messer. Wir haben was für ein Beil. Wir haben hier eine Scherenvorrichtung, wo wir Scheren schleifen können. Wir haben für Hobelmesser was. Wir haben für Drechselmesser hier eine Schleifvorrichtung und so weiter und so fort. Also da müsst ihr einfach mal drauf schauen, was es alles gibt. Ja, es soll ja nicht um Zubehörteile in diesem Video gehen, sondern darum, ob diese Maschine, die NSM 200, im Gegensatz zur 250er, einfach hier einen Taug hat und ob sie auch Leistung bringt im Endeffekt. Oder was heißt Leistung, sondern Ergebnisse bringt am Schluss. Das Ergebnis zählt.
Und damit war ich bei dieser Maschine, bei dem 250er, echt mega top zufrieden. Und ich lasse mich selber überraschen, ob die bei der 200er die Ergebnisse auch annehmbar sind, weil wir haben ja dann doch einen deutlich günstigeren Preis von dem her und ich lasse mich selber überraschen. Ich habe noch nicht wirklich was geschliffen damit, sondern ich habe es eigentlich schon mal vorbereitet, das Gerät, denn das werde ich jetzt euch nochmal erklären, einfach noch, was wir hier vorbereiten müssen an der Maschine, bevor wir loslegen. So, bevor wir loslegen, müssen wir noch einiges machen hier an der Maschine. Und zwar geht es hier erstmal um den Lederriemen. Da nimmt sie einfach jetzt mal ein Maschinenöl, ein gutes oder wie auch immer, kein Autoöl, sondern einfach ein gutes Maschinenöl. Und wir müssen diesen Riemen erstmal ein bisschen, ja ich sage jetzt mal, benetzen, befeuchten. Und dann geht sie einfach ein bisschen drauf und verschmiert das Öl, bis das Leder so richtig gedrängt ist von diesem Öl. Da braucht es ja nicht ganz so sparsam damit arbeiten. Es muss einfach so sein, dass das Leder einfach schön weich ist und nicht trocken ist. Weil das Leder, das kommt ja an und ist ja richtig trocken. Und da müsst ihr einfach ein bisschen einarbeiten. Ich habe es schon mal ein bisschen vorab gemacht. Und gut, wenn das Ganze schön eingezogen ist hier, so richtig schön teilweise weich ist, dann könnt ihr auch schon anfangen, hier mit der Paste mal ein bisschen drüber zu gehen. Da braucht ihr einfach jetzt nur die Maschine auch wieder anschalten und einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen Polierpaste darauf verreiben. Das seht ihr dann schon, dass ich das auch noch ein bisschen einarbeiten kann ins Leder. Jetzt seht ihr gerade eine schöne Unterlage hier, das würde ich euch auch empfehlen. Das ist einfach nur eine Schuhablage, die sind ein paar Euro kostet die, 2, 3 Euro kostet die im Angebot. Würde ich euch auch empfehlen, denn es handelt sich hier einfach um ein Nassschleifsystem. Nassschleifsystem heißt, ihr habt wirklich auch mal ein bisschen Suckelerei, es geht mal was daneben vom Wasser und deshalb wollt ihr das Ganze nicht auf dem Boden haben, auf dem Tisch haben und abwischen immer wieder, sondern benutzt einfach eine gute Unterlage, wo das Wasser auffängt. Dann habt ihr kein Problem mit Sucklerei. So, wir müssen jetzt erstmal loslegen und zwar, wo habe ich mein Wasser hin, um Gottes Willen? So, hier. Jetzt füllst du einfach mal diese Box hier bis zum Rand hier oben mit Wasser, hier bei dem unteren Rand. Und lasst es einfach mal 10 Minuten stehen, denn der Stein, der muss sich erstmal hier ein bisschen voll saugen hier. Und das müsste wahrscheinlich 1-, 2 Mal ein bisschen Wasser nachkippen. Macht nicht zu viel, weil sonst läuft es hier auch an der Seite raus, sondern kippt es dann einfach mal ein bisschen Wasser nach, wenn es eingesaugt ist und das Ganze einfach mal 10 Minuten einsaugen lassen. So, jetzt geht es um den Stein abrichten. Wasser habt ihr reingefüllt, hat sich vollgesaugt, den ganzen Stein, habt ihr noch mal ein bisschen nachgeschüttet vom Wasser her. So, jetzt müssen wir den abrichten. Es kann sein, Leute, es muss nicht sein, dass der eine leichte Unwucht so nach oben hat. Und wenn wir dann nachher das Messer dann drauf schleifen, das ist dann, ja, wird auch nicht wirklich scharf, wenn es die ganze Zeit hier hoch und runter wackelt. Übertrieben jetzt dargestellt. Deshalb müssen wir den ein bisschen abrichten. Die einfachste Variante ist mit diesem mitgelieferten Stein hier, den ihr habt, den braucht ihr jetzt einfach nur leicht hier drauflegen, auf euren Stein hier und anschalten, ein bisschen nach oben gehen und einfach wirklich hier eben drauflegen und schauen, ob, ja ich sage jetzt mal, ob ja, das Rad ein Stückchen nach oben kommt, also so in der Bewegung. Das merkt ihr ja dann langsam, wenn er dann dum, 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 dum macht. Und das sollte nicht sein und das müsst ihr einfach dann so lang drauflegen an der Stelle, bis das halt wirklich ein konstantes Geräusch macht. Jetzt schauen wir mal, was bei mir ist. Es gibt noch eine zweite Variante, den Stein abzurichten, und zwar mit diesem Diamantenabrichter hier. Der hat so eine Diamantbesetzung hier vorne drauf auf diesem Stift hier. Und das braucht man dann bloß hier reintun, das Ganze einfädeln, kann man auch als Zubehör kaufen und macht das Ganze hier fest, hier auf eine bestimmte Höhe und fährt mit diesem Stein hier vorsichtig immer mal wieder drüber, so links und rechts, aber bitte vorsichtig damit arbeiten, denn ihr könnt da ganz schöne ja, Striemen in diesen Stein reinmachen. Also danach am besten nochmal mit dem normalen Stein abziehen hier und dann ist es gut. So, der nächste Schritt ist, der Stein ist am Anfang relativ scharf hier an der Seite und das wollen wir ja nicht haben, wenn wir zum Beispiel im Stechbeitel drüber gehen, da machen wir ja unser Stechbeitel auch noch kaputt damit. Deshalb würde ich gleich mal euch am Anfang empfehlen, hier diesen Stein einfach ein bisschen abzurichten. Das heißt, ihr macht die Maschine an und fährt über diese Ecken.
So, wichtig wäre auch noch, dass ihr, wenn ihr diesen Stein länger haben wollt, dass ihr dann später immer, wenn ihr den Stein abrichtet, also entweder auf fein einstellt oder auf grob einstellt, dass ihr wirklich mit diesem Stein, wenn ihr das macht, immer wieder über die komplette Fläche des Steines drüber fahrt, denn sonst habt ihr irgendwann mal hier so einen richtig schönen Bauch hier da drinnen und ihr wollt den Stein länger behalten. Deshalb wäre es immer sinnvoll, einmal komplett drüber zu fahren. Die Maschine haben wir jetzt vorbereitet und jetzt legen wir einfach los mit Schleifen. Und zwar nehmen wir da unsere mitgelieferte Stechbeitel-Schleifvorrichtung und wir nehmen einen, ich sage jetzt mal, uralten Stechbeitel. Ihr seht schon, das ist richtig kaputt und die Schneide hier vorne, die ist auch richtig kaputt. Die hat auch eine richtig fette Kerbe drin. Da müssen wir einiges schleifen bei diesem Ding hier. Und normalerweise poliert man das jetzt vorher, aber das lasse ich jetzt erstmal weg. Ich will jetzt einfach mal schauen, ob das Ergebnis einfach passt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin selber gespannt auf das Ergebnis, ob wir damit was anfangen können mit dieser Maschine und mit dem Schleifergebnis. So, jetzt zeige ich euch nochmal eine Nahaufnahme, dass das richtig kaputt ist und damit lässt sich gar nichts mehr schneiden mit dieser riesen Kerbe hier vorne drin. Wir müssen hier einiges abschleifen. Also ihr seht es jetzt hier nochmal, ich hoffe, ihr könnt es darauf erkennen. Also das Ding ist mal richtig im Arsch. Also normalerweise macht man das auch vorher sauber, aber das lasse ich jetzt erstmal. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. So, wir haben jetzt unsere Schleifvorrichtung. Ich habe die Maschine jetzt mal einfach umgedreht. Normalerweise arbeite ich von der anderen Seite, aber dann könnt ihr das besser einfach sehen. Das muss ich jetzt alles ein bisschen umdenken und das Ganze spiegelverkehrt machen. Ne, so rum gehört es nicht drauf. So rum gehört es drauf, jawohl. So, jetzt haben wir ja hier diese Vorrichtung. Und an diese Vorrichtung haben wir hier einen ja, Stopper. Hier sind Stopper dran. Da kommt nämlich das Stechbeitel kommt dann so rein. Und ihr müsst jetzt schauen, dass wir hier einfach parallel sind hier. Und da dreht es jetzt einfach diese Schrauben so hin, dass das Ganze parallel ist. Und so müsste es eigentlich auch im Winkel sein. Aber hier das Stechbeitel ist es nicht ganz gerade. Deshalb schauen wir uns gleich nochmal einen anderen Trick an, den wir anwenden können. Deshalb ist der ist nicht so wirklich gerade hier, komischerweise. Gut, aber jetzt schauen wir mal, dass das Ganze hier parallel drauf gespannt wird und schauen das Ganze uns das mal an. So, jetzt müssten wir unseren Winkel einstellen hier, also praktisch den Schleifwinkel. Bei dem Stechbeitel weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, was das für ein ja, Schleifwinkel wäre. Da haben wir so ein kleines Messgerät dabei, aber das gefällt mir nicht ganz gut. Ich werde euch noch ein anderes verlinken. Das haben wir dann hier und hier könnten wir theoretisch noch unsere Grad hier messen. Also da haben wir jetzt 40 Grad, nee auch nicht, 35 Grad. Da haben wir jetzt circa 35 Grad, nein 30 Grad. Gut, hier zeigt es mir die 30 Grad an. Ich mache das aber wie gesagt ganz anders. Ich werde es nie messen, sondern diese Methode werde ich jetzt euch gleich mal vorstellen. Dazu braucht ihr jetzt erstmal einen Filzstift und vor allem, ich habe ja gerade gesagt, hier muss es ja auch im Winkel sein, damit das Ganze gerade hier ist. Und da kann ich jetzt euch auch noch was empfehlen. Und zwar, wenn ihr einen Winkel habt, einen Filzstift habt, dann könnt ihr euch das hier nämlich hinlegen und könnt euch auf diesen Stein eine Linie ziehen mit dem Filzstift. Das ist gar kein Problem. Also ihr habt es jetzt hier wirklich schön angelegt mit einem Winkel. Zieht es euch auf diesem auf diesem Stein mit eurem Filzstift einen Strich hier drauf. Ich hoffe, das kann man erkennen. Und dann seid ihr immer hier im 90-Grad-Winkel, wie der Stein ist. Und somit könntet ihr theoretisch auch euren, ja, ich sage jetzt mal, euren Stechbeitel ausrichten, damit ihr immer absolut im 90 Grad sind. Also das ist auch noch so ein Trick dabei, den man gerne machen kann, weil es kann ja sein, dass diese Stange hier leicht, ja, ganz leicht verschoben ist oder um einen Millimeter drüber ist. Und so seid ihr immer klar, dass das passt. Und vor allem hier mit dem Einspannen. Jetzt noch mal ein bisschen näher. Ihr seht, dass der Stechbeitel jetzt hier absolut im 90-Grad-Winkel ausgerichtet ist. Jetzt geht es um den Schleifwinkel einzustellen. So, und dafür nehmen wir uns erstmal jetzt einen Filzstift. Das kann ich euch nur empfehlen, wie das am besten funktioniert. Ihr könnt jetzt diese Schneide hier einmal komplett anmalen. Wie gesagt, dieser Stechbeitel ist richtig kaputt. Der ist auch schräg geschliffen. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal ganz schön
Material abnehmen, um den wieder relativ gut zu bekommen. Bin ich selber mal gespannt, ob es das geht. So, ihr habt jetzt das Ganze, diese Klinge hier angemalt. Jetzt schiebt ihr das Ganze wieder, jetzt habe ich meinen Finger auch noch mit angemalt. Jetzt schiebt sie dann das Ganze wieder, das ist alles spiegelverkehrt hier. Arbeite lieber von der anderen Seite. Aber dann seht ihr es besser. So, und jetzt legt sie das Ganze an und zieht da einfach mal drüber. Und schaut es euch mal an, wo das Ganze geschliffen ist. Also dieser Winkel, dieser Winkel stimmt überhaupt nicht. Es müsste eigentlich dann die Fläche hier angekratzt sein vom Filzstift oder vom Stein. Und so müsst ihr jetzt einfach euren Winkel einstellen. Ihr geht jetzt hier, löst ihr beide Schrauben und könnt jetzt hier euren Winkel mit diesem Rädchen hier einstellen. Wichtig ist, Leute, das muss ich euch gleich mal sagen, das ist bei der anderen Maschine auch so, wenn ihr das Ganze zudreht, drückt hier ein bisschen drauf, somit ist es wieder im 90-Grad-Winkel und schraubt diese Schraube zuerst fest, die hintere, und dann die zweite erst. Und somit, also immer hier drauf drücken, damit es hier einfach im 90-Grad-Winkel wieder drauf gespannt wird. So, jetzt habe ich nichts eingestellt. Jetzt müssen wir es so lange einstellen, bis der Winkel einfach passt. Hier muss ich jetzt noch ein Stückchen weiter runter gehen. Eine zweite Variante ist natürlich auch so, ihr wisst euren Winkel. Dann müsst ihr hier mit dem kleinen anzeigen, hier, jetzt habe ich einen schwarzen Finger, hier die Größe des Steines einstellen und eure gewünschte Gradzahl. Die untere Kante von dem Teil hier muss unten an die Kante hinkommen. So, jetzt haben wir da relativ schon mal gut die Gradzahl eingestellt, das passt. Aber wie gesagt, ich mag diese Variante nicht so, denn ich nehme lieber die Filzstift-Variante. Die ist auf jeden Fall echt absolut sicher. Wenn ihr alles richtig eingestellt habt, dann macht ihr das ganz einfach so, wie gesagt schon mal erklärt, hier einfach langsam drüber fahren, hier immer wieder links und rechts, auch über die Kante des Steins leicht rüber. Deshalb meinte ich auch, macht die Kante hier ein bisschen stumpf oder gratet sie einfach ab. So, und da fahrt sie jetzt immer wieder so ein bisschen drüber. Und ihr werdet dann schon merken, ihr könnt dann zwischendrin mal gucken, was abgeschliffen worden ist. Also ihr seht schon, das passt jetzt schon relativ ganz gut, weil wie gesagt, der Winkel, der stimmt hier so nicht wirklich. Und da müssen wir jetzt einiges schleifen, damit wir das Ganze hier wieder auch die Kerbe vorne rauskriegen. Zum solchen Stechbeiteln zu schleifen, wo wir viel Abtrag brauchen, würde ich auf jeden Fall diesen Schleifstein auf grob einstellen. Das macht es einfach damit, dass ihr über diesen Stein hier mal drüber fahrt so. So, legen wir einfach los, anschalten, das Gerät muss nach vorne drehen, also das heißt, es muss zur Spitze hinlaufen, bis zur Schneide hinlaufen, also in die Richtung. So, also hier, wenn man so einen Grundschliff macht, das dauert schon eine ganz schöne Weile, aber es ist scharf und ich habe hier einen Grat. Das Schleifbild schaut echt perfekt aus, muss ich sagen. Das wundert, ja, passt doch. Und hier habe ich jetzt einen Grat. Ja, Leute, ich weiß, man muss die Spiegelfläche eigentlich vorher schon mal ein bisschen vorpolieren. Ich nicht, aber ihr müsst sowas normalerweise machen. So, jetzt geht es jetzt darum, dass wir hier das Ganze abziehen, hier noch den Grat hier wegbekommen. Und wer sich das nicht freihändig traut zu machen, der kann diese Stange hier vorne reinschieben, kann das Ganze dann auch wieder sich einstellen. Hier mit der Gradzahl, kann dann das hier drauf tun und kann dann hier die Gradzahl wieder richtig einstellen. Also das habt ihr ja vorhin gelernt, wie das geht, hier die Gradzahl wieder einzustellen und dann poliert sie einfach so drüber. Aber ich werde es nicht machen, ich werde das Ganze freihand machen. So, habe ich es gemeint, und zwar geht es jetzt einfach hier hin, setzt es an und arbeitet euch langsam bis zur Schneide vor, und sobald dann so schwarze Pünktchen auftauchen von der Paste, ist es richtig vom Winkel her, und so zieht es einfach ab und dann zieht es einfach nochmal die Spiegelfläche hier hinten ab. Wie gesagt, müsste bei mir eigentlich sauberer sein vorher. Gut, das machen wir jetzt.
So, poliert ist alles und jetzt schaut euch mal dieses perfekte Ergebnis an. Das ist ein 50 Jahre alter Stechbeitel. Wahnsinn, hey. Richtig gut. Und ich bin aber mal gespannt, ob der jetzt auch überhaupt scharf ist, weil sonst bringt es ja alles nichts, auch wenn er 50 Jahre alt ist. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren. So, kennt ihr das mit dem Trick hier, mit dem Papier? Das ist ein dicker Block hier im Endeffekt. Und damit können wir einfach jetzt mal ein paar Ecken abschneiden. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob wir hier scharf haben. Wow, da brauche ich ja gar nicht drücken. Wow, Wahnsinn. Also das ist ja mal richtig scharf, das Teil. Da ging vorher gar nichts. Die Kerbe ist draußen. Mega. Also das mit dem Stechbeitel hat schon mal richtig gut funktioniert. Ich bin echt begeistert davon, was wir damit hier wieder scharf kriegen. Also das ist echt top. So, wir kommen jetzt zur Königsdisziplin, zum Messerschärfen. Ich habe jetzt hier schon mal ein großes Messer eingespannt. Das ist jetzt ein Übungsmesser. Ich möchte mein gutes Messer jetzt nicht kaputt machen, falls es doch nicht mit dieser Maschine funktionieren sollte. Deshalb möchte ich einfach mal schauen mit diesem Übungsmesser. So, das ist jetzt wirklich stumpf. Da können wir mal schauen. Probieren, Papier zu schneiden. Ja, ein bisschen geht's noch. Naja, nicht mehr ganz so. Na, man sieht schon, es bleibt oben hängen. Also irgendwo ist dann, naja, ist nicht mehr so gut. Ihr seht es gerade hier. Das ist jetzt nicht mehr so der Hit. Und das wollen wir jetzt einfach mal wieder scharf kriegen. So, das Ganze funktioniert so. Da gibt es ja dieses Zubehörteil. Das ist jetzt für große Messer gedacht. Ich hätte jetzt hier noch ein kleines Messer. Das ist jetzt hier die Vorrichtung für kleine Messer hier. Seht ihr diesen Unterschied? Und gut, jetzt hole ich euch mal her und ich zeige euch mal, wie ihr das Ganze einspannen könnt. Leute, wenn ihr nicht wisst, was eure Gradzahl ist von eurem Messer, dann könnt ihr das Ganze wieder nachher mit dem Filzstift machen. Das ist meine liebste Variante, die ich hier mache. Ihr wisst, die Gradzahl eure Messer hat, dann könnt ihr das dann auch so danach einstellen mit dieser Leere hier. Bin ich aber auch nicht so Fan von. Oder ihr könnt das Ganze messen hier, dann könnt ihr dann hier reinhalten, euer Messer, wie viel Grad das Teil hat hier. Aber ganz ehrlich, die Schneide ist jetzt so klein, da kann ich das kaum ablesen. Also ich mache es nachher wieder mit dem Filzstift und das würde ich euch auch empfehlen. So, zum Einspannen, da denkt ihr euch einfach von der unteren Kante bis zur Spitze eine Linie. Und macht das Ganze dann parallel hier. Es muss einfach nur so, ja, circa in der Mitte sein. Wichtig ist, beides aufdrehen und so einspannen, damit ihr hier einen parallel eingespannt ist. Und schon ist das Messer richtig eingespannt und ich würde es euch einfach nur empfehlen, macht das Ganze hier mit einem Filzstift. Geht es da mal drüber mit dem Filzstift auf eure Schneide. So, das Ganze könnt ihr dann auf jeder Seite machen und das Ganze setzt ihr jetzt dann hier an. Schleift es leicht drüber. Schaut jetzt einfach mal drauf, wo das ist. Aha, stimmt nicht ganz. Also das heißt, ich muss noch hier ein bisschen nach unten, muss ich da noch ein bisschen hier. Jetzt habe ich den perfekten Winkel. Jetzt noch ein Tipp, wenn ihr das Ganze, ich muss es leider jetzt wieder spiegelverkehrt machen. Ich stehe eigentlich lieber vor der Maschine als so andersrum hier. Das will ich aber euch einfach hier nicht antun. Da könnt ihr es besser erkennen. Das Wichtige ist, wenn ihr die Maschine einschaltet, schaut, dass ihr hier richtig schön drauf kommt. Und ihr seht es dann wirklich, wenn das Wasser über die komplette Klinge hier einmal drüber geht. Das heißt, wenn ihr ein bisschen schräg seid, geht nur das Wasser hier drüber. Aber wenn ihr gerade seid, dann ist es so. Jetzt noch ein ganz anderer zweiter Tipp, ein wichtiger Tipp. Und zwar, wenn ihr dann praktisch das Messer hier so drüber zieht, jetzt machen viele den Fehler und ziehen das Messer zu sich her, dann wird die Spitze aber sehr flach. Das heißt, ihr müsst hier ab circa hier, wo die Biegung anfängt, müsst ihr das Messer langsam nach oben ziehen. Gell? Also nicht zu euch herziehen, sondern wirklich hier am Schluss das Messer dann hier nach oben ziehen. So, das schaut schon mal perfekt aus, die Schneide. Um zu wissen, ob ihr richtig poliert habt,
oder geschliffen habt, könnt ihr auch mal feststellen, ob da noch ein leichter Grat drauf ist, wenn ihr so ein bisschen über den Fingernagel fahrt. Aber ich mag das gar nicht, weil da spürt ihr jedes kleine bisschen, sondern ich probiere das jetzt anders, auch mit dem Blatt Papier, weil da merkt ihr ja sofort, wenn es reißt oder so. Und das könnt ihr jetzt einfach mal probieren. Sollte noch ein kleiner Grat drauf sein, nochmal drüber polieren. Und sollte das nicht funktioniert haben, nochmal neu schleifen. Aber ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Also nehmen wir mal hier ein Blatt Papier und ziehen jetzt einfach mal durch. Boah, schaut mal, wie scharf. Das ist ja wirklich, wie Butter ging es durch. Und sag mal, wie genau auch noch hier. Und man sieht ja hier, man wird es ja sofort hier sehen, wenn wir hier noch was drauf haben, irgendwie was. Aber schaut mal, wie schön hier zum Schneiden ist. Richtig scharfes Messer und vor allem, das ist ein absolutes Schrott-Billigmesser, Übungsmesser und das richtig scharf bekommen. Also das gefällt mir. Bevor ich mir jetzt ein Urteil hier bilde über die Maschine, ich habe hier noch eine uralt stumpfe Schere. Kennt jeder daheim, hat bestimmt auch jeder daheim so eine uralt stumpfe Schere. Und die wollen wir jetzt mal schauen, ob wir die wieder scharf kriegen. Scheren sind so meistens so circa 60 Grad, aber ich sage ja, macht das einfach wie immer mit dem Filzstift und so werde ich es auch machen. Kann ich euch nur empfehlen, ist die beste Variante. So, jetzt schaut mal, dass die Schere, das ist die Scherenvorrichtung hier, mit dieser Platte hier, da könnt ihr eure Stange ganz nach unten fahren und ganz knapp über den Stein hier einstellen. So, jetzt spannt ihr eure Schere ein hier und dann müsst ihr auch wieder drauf schauen, dass das so relativ parallel hier ist mit den zwei Einstellschrauben hier. Und wenn ihr jetzt größere Scheren habt, macht es auf beide Seiten. Das ist jetzt eine kleine Schere, deshalb habe ich hier das Ganze auf der Seite eingespannt. Und jetzt ist das ganze gleiche wieder so. Jetzt malt ihr eure Schneide einfach wieder an. Dann legt ihr euch das Ganze hier hin, reibt es ein bisschen drüber, kontrolliert das Ganze nochmal, okay, stimmt schon mal relativ ganz gut hier und dann macht ihr das Ganze einfach mit so einem Rädchen hier, könnt ihr diese Platte hier nochmal so in der Position verschieben und könnt dann so euren Winkel anpassen. Nicht wundern, das macht ein sehr komisches Geräusch teilweise beim Schleifen, deshalb ja, einfach nicht beachten. Das ist aber bei jeder Schleifmaschine so. Und dann zieht sie das einfach hier so schön drüber, dreht die Schere einmal um und spannt sie gleich ein, stellt den Winkel wieder ein und macht das Ganze. Bei Scheren ist es so, die müsst ihr nicht hier auf dem Leder abziehen, die müsst ihr nicht so in Graten, sondern in Graten braucht ihr eigentlich nur so ein bisschen gegeneinander pressen und so müsste eigentlich der Grat dann auch abgehen. Oder ihr zieht es einfach auf ein Stückchen Holz hier an der Ecke, zieht es einfach mal ein bisschen runter und fertig. Das müsste dann schon ausreichen. So Leute, ich bin jetzt mal selber gespannt, ob diese alte stumpfe Schere jetzt wieder richtig schneidet. Wow, geil! Wow, wie sauber auch noch so. Ihr merkt es ja dann, wenn der Schnitt nicht richtig passt. Machen wir da, das waren jetzt ein paar Seiten mehr, machen wir mal ganz dünne Seiten. Wow, ist richtig, richtig toller, schöner Schnitt hier wieder. Ich glaube, so gut hat sie erst vor 20 Jahren geschnitten. Also ich bin da echt begeistert von. Es funktioniert richtig gut. Und ich habe jetzt wieder eine, also man merkt es richtig, ich habe jetzt wieder eine richtig scharfe Schere. Das gefällt mir. Solltet ihr mit Schleifen fertig sein, noch ein großer Tipp für euch. Bitte macht den Wassertank ab, leert es aus, macht es sauber und lasst den Stein hier trocknen. Denn dadurch, dass hier ja richtiger Schleifstaub drin ist, der kann sich in diesen Stein reinsaugen und kann sich festsetzen. Also austauschen. Oder was heißt austauschen? Das Wasser einfach ausleeren. So meine Lieben, also ich bin jetzt ehrlich gesagt richtig positiv überrascht. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht,
dass ich mit dieser absoluten Low-Budget-Variante hier doch so gute Ergebnisse erzielen kann. Ich hätte es echt nicht gedacht, ganz ehrlich. Wir haben zwar die Maschine ganz leicht anders aufgebaut, sie ist aus Kunststoff, da hatte ich auch am Anfang meine Bedenken, ob das überhaupt vernünftig hier von der Qualität her passt oder so. Es ist einfach, Preis-Leistung ist wirklich absolut in Ordnung, auch selbst wenn sie aus Kunststoff ist. Aber das ist wirklich ja, stabiles Kunststoff, also da habe ich mir umsonst Sorgen drüber gemacht. Aber Leute, das Ergebnis könnt ihr nur erzählen. Bitte richtet den Stein richtig ab von der Höhe her, falls er ein bisschen eiert oder so, richtet ihn richtig ab. Nehmt die Tipps an, die ich euch gegeben habe hier und übt's. Vor allem wirklich üben. Ich habe ja wirklich hier Erfahrung schon mit der NSM 250 länger schon sammeln können. Deshalb habe ich gewusst, wie ich was mache. Ihr könnt auch das Video gerne nochmal anschauen. Ist ja dann hier oben verlinkt. Und übt's. Nehmt keine teuren Messer, nehmt eure billigen Übungsmesser, billige Stechbeitel und billige Scheren erstmal dazu. Oder was auch immer ihr schleifen wollt. Nicht das teuerste, weil das kann schon mal am Anfang relativ schief gehen. Aber wir konnten ja sehen, dass ich hier wirklich echt alles richtig top scharf bekommen habe. Also ich bin positiv überrascht für denjenigen, der hier nicht richtig viel Geld ausgeben will und vielleicht erstmal in die Einsteigerserie gehen will. Es gibt ja noch viel günstigere Maschinen auf dem Markt. Die habe ich auch schon mal hier gehabt. Da habe ich mich aber geweigert, ehrlich gesagt, die zu testen, weil die waren sowas von grottenschlecht teilweise. Und hier war ich doch. Es ist alles in Ordnung. Man muss einen kleinen Abstrich machen. Sie ist definitiv ein bisschen lauter als die NSM 250. Aber wen das nicht stört, Leute, probiert es aus. Also ich werde euch, wie gesagt, unten alles verlinken. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Erfahrung sammeln mit dem Ganzen. Und lasst doch einen Daumen da, lasst doch ein Abo da. Und ich würde sagen, bis demnächst. Servus aus dem Allgäu.